Hallo Leute, es ist mal wieder an der Zeit, über ein paar neue Hautpflegeprodukte zu sprechen und diese auszuprobieren. Und wie es der Zufall so will, stammen all diese Produkte aus der Drogerie und eins dieser Produkte hat mich so dermaßen geflasht, als ich es im Drogerieregal entdeckt habe, weil ich es mir seit Jahren gewünscht habe, dass solch ein Produkt in die Drogerien einzieht. Aber dazu kommen wir später, denn ich würde zunächst einmal mit dem neuen Reinigungsprodukt starten. Und das ist der Isana AHA Reinigungsschaum. Und ich muss euch echt sagen, als ich das Etikett im Regal gesehen habe, bevor das Produkt überhaupt da war, habe ich mich schon riesig gefreut. Allerdings muss ich sagen, dass ich ein kleines bisschen enttäuscht bin, weil das AHA sich auf die enthaltene Zitronensäure bezieht und hier ist nur 1,5% Zitronensäure enthalten. Das heißt, das ist jetzt nicht so viel und diese Zitronensäure wird nicht sonderlich viel bewirken in dieser Konzentration bei einem Rinse-Off-Produkt. Deshalb, ja, was dieses AHA-Marketing angeht, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht. Und der Schaum passt auch nicht so hundertprozentig zu meiner Haut, weil er ein bisschen zu krass entfettend ist. Also meine Haut spannt nach der Reinigung, es fühlt sich nicht sonderlich angenehm an, aber das könnte definitiv so ein Produkt für eher öligere Haut sein. Für mich, wie gesagt, ist dieser Reinigungsschaum eher nichts. Was die Inhaltsstoffe angeht, gibt es jetzt auch nicht allzu viel zu meckern. Wir haben Sorbitol enthalten, das ist ein feuchtigkeitsbindender Inhaltsstoff. Dann sind auch auf jeden Fall noch ein paar milde Tenside enthalten, also es sind Zuckertenside drin, die allerdings mit dem Natriumcocoylsulfat kombiniert wurden. Das ist jetzt nicht unbedingt das hautfreundlichste Tensid, aber man kann dessen Irritationspotenzial durch die Zugabe von beispielsweise Zuckertensiden herabsetzen. Es ist auch noch Rosenwasser drin, bin ich persönlich jetzt kein großer Fan von, aber bei einem Rinse-Off-Produkt stört mich das nicht unbedingt. Allerdings, wie gesagt, ist mir dieser Reinigungsschaum auf Dauer einfach too much, weil meine Haut nicht genug Fett produziert. Kommen wir jetzt zu dem Produkt, das mich extrem happy gemacht hat, als ich es im Drogerieregal entdeckt habe. Aber bevor ich euch dieses Schätzchen zeige, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ab dem 25.11. ein Black Friday Sale in meinem Shop startet. Das heißt, wenn ihr schon immer mal was aus meiner Hautpflegelinie ausprobieren wolltet oder Weihnachtsgeschenke sucht oder euch selbst beschenken möchtet, dann ist das die perfekte Gelegenheit dafür, weil es auch tatsächlich für mich als kleines Unternehmen die einzige Möglichkeit ist, eine größere Rabattaktion zu machen. Also schaut einfach am 25.11. in meinem Shop vorbei, falls ihr euch für meine Skincare-Linie interessieren solltet. Das Produkt, das mich dermaßen begeistert hat, als ich es im Drogerieregal entdeckt habe, ist dieses Kopfhaut-Elixier von Altera Naturkosmetik. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, Shenya, warum freust du dich denn so dermaßen über ein Kopfhautspray? Aber ich sag euch was, dieses Kopfhautspray funktioniert einwandfrei fürs Gesicht und auch die Formulierung gibt das her, denn dieses Produkt enthält einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Glycerin, Betain, aber auch Inulin und das Produkt ist komplett parfümfrei, es enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, keine ätherischen Öle. Das heißt, meine Fellow DuftstoffallergikerInnen werden sich hier extrem darüber freuen. Und hier ist kein Tropfen Ethanol vorzufinden, was für eine Eigenmarke, vor allem für eine Naturkosmetik-Eigenmarke, ein Weihnachtswunder ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, dass ich so ein Produkt von einer Naturkosmetik-Eigenmarke, einer Drogeriekette in Händen halten konnte. Und ihr wisst vielleicht, dass ich mir bereits seit Jahren, eigentlich seit mein Kanal existiert, ein Gesichtswasser wünsche, das einen Sprühkopf hat. Ein Gesichtswasser, das man easy in der Drogerie beziehen kann und das nicht die Welt kostet. Es kostet, glaube ich, gerade mal 3,49 € und hier sind 150 Milliliter drin. Und ich quatsch jetzt nicht so viel, sondern trage das Ganze mal auf, damit ihr das sehen könnt, wie wunderschön das ist, sein Gesichtswasser so direkt aufs Gesicht sprühen zu können.
Oh, ist das angenehm. Ich muss dazu sagen, dass der Sprühkopf jetzt nicht zu krass fein ist. Also man merkt definitiv die Tröpfchen. Aber ich finde dennoch, dass das ein absoluter Fortschritt in der Drogerie ist. Das ist so angenehm. Ich finde auch nicht, dass es übermäßig klebrig ist. Und ich finde es einfach perfekt. Ich finde es großartig, dass es sowas jetzt auch in der Drogerie gibt. Und ich wäre auch dafür, dass man das jetzt, weiß ich nicht, umbenennt und vielleicht einfach nur als Hautelixier bezeichnet und in die Gesichtspflegeabteilung mit reinnimmt, damit es eben auch dort sichtbar wird. Ich glaube, ich sprühe mich nochmal ein, bevor ich das nächste Produkt auftrage. Wunderschön. Und darüber werde ich jetzt diesen Isana Liquid Moisturizer auftragen. Den habe ich ja auch neu in meine Routine integriert und muss den auch definitiv ein bisschen regelmäßiger verwenden. Deshalb benutze ich den jetzt auch. Der ist ja auch neu in der Drogerie vorzufinden. Und ihr habt ja auch mein Video zu dem Liquid Moisturizer krass gefeiert. Ich freue mich riesig, dass das so gut angekommen ist, dass so viele Menschen es gesehen haben und bedanke mich auch recht herzlich für all eure Kommentare. Jemand hat auch gefragt, ob ich eine Drogerie-Hautpflegeroutine für den Winter machen kann. Falls ihr euch das wünscht, dann schreibt einfach die Kommentare und je nachdem, wie viele Leute das sehen möchten, kann ich das definitiv umsetzen. Falls ihr euch im Detail für diesen Liquid Moisturizer interessieren solltet, was die Inhaltsstoffe und das Marketing angeht, dann verlinke ich euch natürlich das entsprechende Video dazu. Dann könnt ihr dort sehr gerne mal vorbeischauen. Aber jetzt trage ich das Ganze zunächst einmal auf. Und ich mag das auch sehr gerne, solche Produkte auf angefeuchtete Haut aufzutragen, weil ich finde, dass der schon ein bisschen klebrig antrocknet. Also zumindest auf meiner trockenen, fettarmen Haut. Das kann selbstverständlich auch hauttypabhängig sein, wie ein Produkt sich im Endeffekt auf der Haut anfühlt. Ich muss dazu sagen, dass ich bisher keinen positiven, aber auch keinen negativen Effekt durch den Isana Liquid Moisturizer auf meine Haut feststellen konnte. Und ich bin mir nach wie vor unschlüssig, ob ich dieses Produkt unbedingt innerhalb meiner Routine brauche. Dann habe ich hier noch ein Produkt aus der Babypflegeabteilung und zwar ist das die Baby Dream Med Plus Gesichtscreme mit Shea Butter und Nachtkerzenöl. Und soweit ich mich erinnern kann, gab es diese Gesichtscreme bereits, allerdings in einer anderen Primärverpackung. Ich glaube in einer Tube. Und mittlerweile ist diese Gesichtscreme in so einem Pumpspender drin, was ich extrem begrüßenswert finde, weil ich persönlich Pumpspender sehr gerne mag. Ich finde, dass das Produkt sich mit einem Pumpspender sehr gut dosieren lässt und dass die Handhabung sehr angenehm ist. Allerdings weiß ich auch, dass Pumpspender als Primärverpackung relativ kostenintensiv sind, je nachdem, was für ein Pumpspender das ist. Nichtsdestotrotz bin ich ein großer Fan davon und würde die Creme jetzt auch mal auftragen. Die fühlt sich ein bisschen dicker an, also wenn man die da rauspumpt, dann sieht die schon ein bisschen dicker und pflegender aus. Ich trage die jetzt mal auf. Ich bin übrigens mittlerweile sehr viel lieber in der Babypflegeabteilung unterwegs. Eigentlich schon seit einiger Zeit, weil mich die normale Gesichtspflegeabteilung extrem überfordert. Also diese ganzen Marketing-Claims, das höher, weiter, schneller, Falten entknittern da, 120 Stunden Feuchtigkeit hier. Das ist mir einfach alles too much mittlerweile und ich habe auch das Gefühl, dass das immer schlimmer wird, weil wir früher, ich mache das ja jetzt schon eine Weile, ja, diese einfach zu entlarvenden Marketingversprechen hatten, die ja immer noch da sind. Zum Beispiel, dass natürliche Inhaltsstoffe immer besser sind oder ohne Chemie oder sanft oder sensitiv, was man ja auch anhand der Inhaltsstoffe relativ gut beurteilen konnte, ob das nun stimmt oder nicht.
Und heutzutage kommen halt noch irgendwelche vermeintlich wissenschaftlichen Claims dazu, wo dann 12.000 Sternchen an den Marketingversprechen dran gepappt werden, nur um diese dann in einem halben Absatz zu erklären, der auch wiederum mit haufenweise Sternchen bespickt ist. Und da frage ich mich dann halt auch, wie kundenfreundlich ist das eigentlich? Ich persönlich finde das nicht sehr kundenfreundlich und extrem überfordernd. Und deshalb bin ich mittlerweile, wie gesagt, auch lieber in der Babyabteilung unterwegs, weil man dort solch ein Marketing nicht unbedingt vorfinden kann. Also die Baby Dream Gesichtscreme hat auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Finish. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber sie mutet überhaupt nicht ölig oder schwartig an. Ich habe hier einige Babypflegeprodukte in meiner Sammlung, die definitiv ein fettiges oder öliges Finish erzeugen, was bei dieser Creme nicht der Fall ist. Sie fühlt sich ein bisschen samtig an und erinnert mich an eine Art Make-up-Primer. Also man spürt schon so einen dezenten Pflegefilm auf der Haut, aber das Ganze ist definitiv nicht zu schwer. Das heißt, wenn ihr lieber sowas benutzen möchtet oder wenn ihr auf der Suche seid nach einer Creme, die so ein bisschen ein samtiges Finish erzeugt, dann solltet ihr euch die hier definitiv mal anschauen. Und das ist auch absolut ein Produkt, das ich auf mein Kind drauf schmieren würde, wenn ich denn eins hätte, weil die Inhaltsstoffe sehr, sehr schön sind. Also es ist rückfettendes Sonnenblumenöl drin, feuchtigkeitsbindendes Glycerin, Sorbitol ist auch feuchtigkeitsbindend, es ist ein Fettalkohol enthalten. Dann ist auch noch, soweit ich das erkennen kann, Defensil drin. Das ist ein hautberuhigender Inhaltsstoff und das Ganze eben komplett parfümfrei, was meiner Meinung nach für Baby- bzw. Kinderpflege total wichtig ist. Und ja, deshalb ist das auf jeden Fall eine Gesichtscreme, die einen Blick wert ist. Das letzte Produkt werde ich heute nicht auftragen, weil ich damit nicht so gut zurechtgekommen bin. Und zwar ist das die Isana Pure Lippenpflege mit Shea Butter. Und hier ist das Problem, dass die Shea Butter stark auskristallisiert ist. Ich weiß nicht, ob es an dem Herstellungsprozess liegt, ob da irgendwie die Temperatur nicht richtig gestimmt hat, als man das Ganze aufgeschmolzen hat. Keine Ahnung, aber in diesem Fall habe ich einfach immer riesig große Shea Butter Stückchen drin, wenn ich versuche, diese Lippenpflege aufzutragen. Also hier sind wirklich riesig fette Klumpen enthalten und das ist wahnsinnig unangenehm auf den Lippen und ich habe auch nicht die Muße, mir jedes Mal was von dieser Lippenpflege auf den Handrücken zu tun und zu versuchen, diese Shea Butter Krümelchen irgendwie aufzulösen. Also für mich persönlich funktioniert das nicht, kann natürlich auch an der Charge liegen oder ich habe einfach ein Montagsprodukt erwischt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Produkte bereits ausprobiert habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und falls ihr jetzt noch mehr Lust auf Skincare News bekommen haben solltet, dann klickt einfach auf dieses Video hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.